Michael Steiner ist mein Name. Ich arbeite seit rund 4 Jahren bei der Acrevis Bank, seit 2 Jahren als CEO und an der HSG habe ich eine sehr gute Zeit verbracht. Von 1997 bis 2002 habe ich mein VWL-Studium absolviert und anschließend 2005 bis 2009 meine DIS geschrieben. Ja, um ehrlich zu sein, überhaupt nicht. Ich habe, bevor ich an der HSG studiert habe, wollte ich Medizin studieren. Das habe ich dann nach einem Praktikum wieder abgebrochen. Anschließend habe ich auch in der Industrie gearbeitet, während dem Studium, auch nach dem Studium. Und der Weg ging eigentlich über Umwege in die Bank. Ja gut, so viele Jahre sind es auch noch nicht. Ich bin jetzt seit 4 Jahren bei der Acrevis Bank und seit 2 Jahren in dieser Position und ich glaube, da ist es überhaupt kein Problem, nach 2 Jahren noch neue Akzente setzen zu können. Kommt dazu, dass wir aktuell ein sehr dynamisches Umfeld haben und dass man gar keine Wahl hat. Also man wird automatisch neue Akzente setzen müssen. Ja, aus meiner Sicht sind das 2 Dinge. Also erstens, eine Schuld des einen ist immer auch ein Guthaben von jemand anderem. Das ist sicher die eine zentrale Voraussetzung und das bedingt dann auch, und das ist der zweite Punkt, dass diese Schuld einerseits tragbar sein muss und auch jederzeit wieder zurückbezahlt werden muss. Also das heißt, hinter dieser Schuld muss entweder ein Vermögen stehen, um es wieder zurückzahlen zu können, oder man muss Cashflows generieren, die dann eben diese Schuld wieder begleichen können. Und für uns als Bank heißt das natürlich konkret, dass wir gut darauf achten, dass diese Voraussetzungen auch erfüllt sind. Also gut, grundsätzlich haben Schulden ein schlechtes Image. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass viele oder es oft vorkommt, auch gerade heute bei den Staaten, dass man eben zu viele Schulden macht, wo dann eben diese Bedingungen nicht mehr erfüllt sind. Aber grundsätzlich muss man schon sagen, eine Schuld per se ist nicht schlecht. Jeder Unternehmer weiß das, oder? Oft muss man, um starten zu können, braucht man irgendwoher Kapital, beispielsweise um eine Maschine kaufen zu können. Und mit dieser Schuld investiert man in eine Maschine, die dann wiederum Cashflows generiert, um die Schuld zu begleichen und um auch eine Wertschöpfung zu generieren. Jetzt, was Corona-Kredite betrifft, ist das noch ein bisschen ausgeprägter. Ich glaube, da hängt es eher damit zusammen, mit den Bedingungen dieser Corona-Kredite. Man darf dann keine Dividenden mehr bezahlen, man darf keine Investitionen tätigen, solange man diese Corona-Kredite hat. Ich glaube, das ist der Grund, warum viele zögern. Ja, also völlig richtig. Digitalisierung finde ich ein gutes Beispiel, um das zu veranschaulichen. Ich glaube, wir als kleinere Bank haben Vor- und Nachteile diesbezüglich. Ich meine, die größeren haben selbstverständlich mehr Ressourcen zur Verfügung, mehr Investitionskapital, sie haben auch mehr personelle Ressourcen. Andererseits beobachten wir, dass die Großen oft durch die Komplexität massiv gebremst werden und da liegen unsere großen Chancen und Vorteile. Wir sind sehr schnell, wir können schnell reagieren, wir können agil etwas entwickeln, auch wenn wir weniger Ressourcen haben. Ich glaube, die Komplexitätskosten der Großen, das sind unsere Chancen. Ja gut, grundsätzlich finde ich diesen Vergleich etwas schwierig, weil als Founder hat man natürlich komplett freie Hand. In einer Bank ist das komplett anders, weil da geht es um Sicherheit, da geht es um Verwahrung von Vermögenswerten. Also da ist das Experimentieren natürlich nicht so gefragt. Andererseits hilft es natürlich, um pragmatisch zu sein,
schnell Lösungen zu finden, sich immer Gedanken über die Zukunft zu machen. Ich denke, das sind die Punkte, die man sehr gut mitnehmen kann von dieser Zeit. Ja. Ja, um ehrlich zu sein, an das HSG-Management-Modell erinnere ich mich nur noch schemenhaft. Aber was sicher prägend war, sind die Ansätze, oder strukturiert zu denken. Ich glaube, das habe ich gelernt an der HSG und das hilft mir heute sehr. Ich glaube, das ist sicher einer der prägenden. Sicher auch die Offenheit in den Gedanken, also weiterzudenken, nicht nur in Modellen zu denken, sondern versuchen, alle Aspekte zu berücksichtigen. Das sind Themen, die heute noch sehr wichtig sind, die ich an der HSG gelernt habe. Ja gut, vorab, ich habe eine sehr gute Zeit hier an der HSG verbracht, sehr viele Jahre, die waren für mich prägend und jetzt habe ich die Chance, auch etwas zurückzugeben. Das freut mich sehr und das mache ich sehr gerne. Andererseits muss man auch sagen, die HSG ist für unsere Region eine sehr, sehr wichtige Institution. Ich bin immer noch in St. Gallen und ich komme aus dieser Region und daher freue ich mich im Rahmen meiner Möglichkeiten, etwas dazu beizutragen. Und zu guter Letzt, ich freue mich natürlich auch über jeden Absolventen, der den Weg zu uns in die Bank findet. Wir haben wir haben das neu eingeführt, 5 Praktikantenstellen, wo permanent Mitarbeiter oder Studierende von der HSG bei uns Praktikums absolvieren. Offen und ganzheitlich zu denken. Ja, die Freiheit in der Alltagsgestaltung. Ist für mich eine Organisation, die aus der HSG mehr macht als nur eine Schule. Bei allen Herausforderungen ganzheitlich und offen zu denken.